Hallo meine Lieben, in diesem zweiten Video heute geht es darum, dass ich euch den Upgrade vom Silhouette Studio zeigen will. Das heißt, die einzelnen Stufen, was ihr da bekommt, wenn ihr diesen Upgrade macht oder diese Upgrades macht, was ihr beachten müsst, so ein bisschen Tipps und Tricks. Und dann will ich euch aber auch gleich zeigen, was für eine Version ihr braucht oder was ihr machen müsst, damit ihr Files aus dem Silhouette Studio nehmen könnt und die dann zum Beispiel mit dem Cricut Maker oder dem Brother Scan & Cut verwenden könnt und so eben nicht auf die Bearbeitungssoftware von eurem Plotter angewiesen seid, sondern da das Silhouette Studio verwenden könnt, wenn ihr das wollt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Also gucken wir uns die Geschichte mit den Abos an oder mit den Upgrades an. Im Moment, wenn ich hier auf Hilfe gehe über Silhouette Studio, dann sehe ich hier, ich habe die Basic Edition und vom Silhouette Studio habe ich die 4.4.554 SS Version. Und hier auch kurz ein Hinweis zum Unterschied, was ein Update und was ein Upgrade ist. Wenn ihr in einer Edition drin seid, das heißt, ich habe hier nur die Basis Edition und es da dann Neuerungen in dieser Edition dran gibt, dann ist das ein Update. Der ist kostenlos, das sind nur Anpassungen in den Funktionalitäten, die da schon drin sind. Ein Upgrade ist, wenn ich auf eine höhere Edition vom Silhouette Studio gehe und da dann quasi wie einen größeren Funktionalitätenumfang bekomme mit jedem Paket und den so auch nutzen kann. Auch da gibt es dann natürlich wieder Updates, aber eben der Unterschied, Update ist gratis, es sind nur Neuerungen für die Version, die ihr habt, und Upgrade ist, wenn ihr auf eine höhere Edition geht. Eine Übersicht über die Funktionalitäten der Basisversion habe ich euch in einer meiner letzten Videos schon gegeben. Da mache ich euch oben den Link nochmal rein, damit ihr das nochmal seht. Aber wir gucken uns jetzt an, was es für weitere Editions gibt. Ich werde euch den Link zu dieser Seite natürlich unten im Video in die Links reinstellen. Das heißt, ich bin hier auf Silhouette Amerika und dann ganz einfach bei der Software auf Get Software und dann ist es hier diese zweite Lasche, Purchase Upgrade, und wenn ich jetzt hier auf eine dieser Editions draufklicke, kommt ein Fenster hoch und auf diesem Fenster seht ihr auch den Vergleich. Ihr habt 4 Editionen. Die Basic Edition ist die, die gratis ist. Dann habt ihr die Designer Edition, $49,99, das heißt rund $50, aber vielleicht auch hier noch das zu erwähnen, das sind einmalige Beträge. Das ist nicht was ihr immer wieder zahlt, sondern das ist ein einmaliger Betrag. Eben wie gesagt, Designer Edition, dann Designer Edition Plus. Das sind $74,99, das heißt rund $75. Und die Business Edition dann sind rund $100. Das Schöne bei dieser Übersicht ist, dass ihr jeweils, ihr habt die ganzen Sachen, die jeweils in den Editions drin sind, habt ihr aufgeführt und dann, wenn ihr hier draufklicken würdet, dann erscheint hier auch ein YouTube-Video, wo die Funktion erklärt wird. Die Videos gibt, so wie ich das gesehen habe, nur in Englisch. Das heißt, wenn ihr das gerne auf Deutsch sehen würdet, dann muss ich euch enttäuschen. Ich werde mir bei meinen Videos Mühe geben. Ich habe mir diese Liste quasi ausgedruckt und ich gucke einfach, dass ich in all meinen Videos irgendwo eine dieser Funktionen oder mehrere dieser Funktionen aufzeige, so dass ihr dann schlussendlich eine komplette Übersicht habt über die Tools. Und somit nehme ich das auch schon vorne weg. Ich werde heute gleich auf die Business Edition gehen, weil ich halt einfach extrem überzeugt bin vom Silhouette Studio und ich will da alles rausholen. Ich zeige euch nachher auch kurz, warum ich die Business Edition haben will. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund.
von den Editions her, die bauen quasi aufeinander auf. Das heißt, ihr seht, hier sind jetzt überall noch diese Häkchen drin. Irgendwann hört es dann an der ersten Reihe auf und dann sind die Häkchen nur noch hier bei den dreien. Das heißt, wenn ihr die Basic Edition habt, habt ihr die Features, die hier ein Häkchen haben. Bei der Design Edition habt ihr die hier schon ein Häkchen haben, plus dann weitere. Bei der Design Edition Plus, wenn wir runterscrollen, sind es logischerweise alles, was in der Basis drin ist, alles, was in der Designer Edition drin ist, plus dann noch weitere in der Designer Edition Plus. Und dann für die Business Edition kommen dann noch weitere Funktionen dazu. Ihr müsst aber euch auch nicht jetzt entscheiden. Ihr könnt mal mit der Basis Edition anfangen, mal gucken, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr dann sagt, oh, da hat es ein paar Funktionalitäten drin, die ich von der Design Edition gerne hätte, dann könnt ihr ja auch nur auf die Design Edition hochgehen und irgendwann dann später weiter hochgehen. Es ist nicht so, dass ihr jetzt einmal eine Design Edition die $50 bezahlt, dann, wenn ihr upgraden wollt, die $75 bezahlt und so weiter, sondern wenn ihr jetzt schon eine Designer Edition habt, wo ihr die $50 bezahlt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, ein Upgrade von der Design Edition zur Design Edition Plus zu machen und das eben dann nur für die Differenz. Und dann, wenn wir bei rund 50 sind und da 75, das heißt, die kostet dann rund $25. Das heißt, selbst wenn ihr in Schritten den Upgrade macht, dann bezahlt ihr trotzdem nicht mehr. Einfach hier habt ihr wirklich alle Möglichkeiten. Ich zeige euch nachher dann auch, wo ihr das auswählt. Ich kann euch heute nicht sämtliche Funktionen zeigen, weil diese Liste ist durchaus sehr lang und diese einzelnen Videos sind auch 5 bis 10 Minuten lang oder teilweise sogar 20, je nachdem wie ausführlich das ist. Ihr seht, das würde ganz schön lange dauern. Was ich mache, ich werde euch zu den höheren Editions, eine Basic Edition habe ich euch schon gezeigt, was ihr da machen könnt. Ich werde euch bei den anderen Editions kurz so die Funktionalitäten hervorheben, die ich sehr hilfreich finde. Aber eben das ist das, so wie ich arbeite und das, was ich gerne habe, da müsst ihr euch dann selber entscheiden, was ihr gerne hättet. Kommen wir mal zur Designer Edition. Was für mich hier wichtig ist, dass ich SVG-Dateien importieren kann. Das heißt, Dateien, die eben schon in Ebenen aufgesplittet sind. Ich zum Beispiel arbeite mit dem Adobe Illustrator. Das heißt, ich kann dann die Dateien reinnehmen und habe alles schon in Ebenen. Das ist für mich etwas, was sehr wichtig ist und deshalb würde bei mir auch die Design Edition schon Sinn machen. Das andere Thema ist Layers. Das habe ich vorhin gerade so ein bisschen angesprochen. In der Basisedition habt ihr die Übersicht von den Ebenen, habt ihr nicht. Das heißt, einzelne Ebenen einblenden, ausblenden, sperren, Ebenen verschieben, alles solche Sachen, die wir uns vom Brother Canvas oder auch vom Cricut Design Space gewohnt sind. Das habt ihr in der Basic Edition nicht vom Silhouette Studio, aber dann hier mit der Designer Edition ist das dann drin. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Rulers und Guides. Das heißt, hier ein Lineal und Guides, wo ihr wunderbar Elemente, wenn ihr die anordnen wollt oder wenn ihr etwas gestalten wollt, könnt ihr die zur Hilfe nehmen, um das auch gut zu platzieren, in Relation zueinander zu platzieren. Ich finde das ein sehr hilfreiches Hilfsmittel. Dann, was ich in der Edition auch noch cool finde, ist das Shadow Tool. Wenn ich zum Beispiel, ich mache eine Schrift und dann kann ich da einen Schatten bilden, was dann auch, wenn man zum Beispiel Sachen ausdruckt oder mit verschiedenen farbenen Folien arbeiten will, auch eine sehr coole Sache ist. Dann weiter hier drin Eyedropper Tool. Hier mit dem Tool könnt ihr, wenn ihr ein Element habt, was eine bestimmte Füllung hat, zum Beispiel eine Musterfüllung hat, eine bestimmte Dicke von Linien oder Farben, wenn ihr dann ein zweites Element macht, könnt ihr ganz einfach mit dem Eyedropper sämtliche Eigenheiten von einem anderen Element kopieren. Das heißt, das neue Element, was ihr dann habt, sieht genau gleich aus wie das erste Element, was ihr habt. Also hier ist es quasi eine Kopie der Formatierung des anderen Elementes.
Dann auch hilfreich, wenn ihr einen Trace by Color habt. Das finde ich eine gute Sache. Dann Rhinestones, wenn ihr Bling-Bling-Steine, wenn ihr da was machen wollt. Ihr habt in der Basisversion, könnt ihr natürlich Designs auswählen und diese Glitzersteine-Funktionalität nutzen. Was hiermit gemeint ist, dass ihr eigene Designs dann so konvertieren könnt, dass es eben auch für die Glitzersteine-Funktionalität dann funktioniert. Auch eine ganz coole Sache und ihr wisst, wie sehr ich Glyphen liebe. Ich habe euch da mal ein Video dazu gemacht und da arbeiten wir jeweils mit separaten Tools, um die Glyphen anzuzeigen. Im Silhouette Studio drinne habt ihr, wenn ihr eben die Design Edition habt, ein separates Fenster, wo ihr direkt die Glyphen auswählen könnt, ohne diese Copy-Paste-Aktion. Dann haben wir auch bei den Pop-up-Karten, habt ihr erweiterte Einstellungen zu den Basiseinstellungen dazu. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt eigene Patterns, also eigene Muster integrieren. Das sind so die Sachen, die mir jetzt gerade so ins Auge gestochen sind, was bei der Designer Edition durchaus Sinn macht. Kommen wir zur nächsten Edition, die Design Edition Plus, die dann $75 wäre. Hier habt ihr die Flexi Shapes, weil bei der Basisversion und auch bei der Designer Edition habt ihr ja dieses Viereck oder Rechteck, das abgerundete Rechteck, ein Kreis und ich glaube, das war es dann auch schon. Und was ihr habt massiv mehr von diesen Shapes, von diesen Basis-Shapes und könnt dann aber auch die Shapes noch erweitert bearbeiten, als das in der Basisversion möglich ist. Dann auch ein cooles Tool ist der Puzzle Generator, das heißt, da könnt ihr eigene Puzzles dann erstellen. Dann für diejenigen wichtig, wenn ihr zum Beispiel eben eine konkave Tasse habt, wo die oben größer ist oder einen größeren Durchmesser hat als unten, dann macht es ja Sinn, wenn ihr das Design so anpassen könnt, dass das auch wirklich schön ringsherum geht. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit hier mit diesem Advanced Warp, dass ihr das dann so bearbeiten könnt, dass es eben für auch eine konkave Tasse passen würde. Das sind so die Sachen, die ich gesehen habe für die Design Edition Plus und dann die Business Edition und da kommen wir jetzt auch zu den Themen, warum ich die unbedingt haben will. Und um das vorne wegzunehmen, das sind zwei Sachen, die mir wichtig sind. Eines ist der Import von AI, CDR und EPS-Files. AI sind Adobe Illustrator Files, CDR weiß ich jetzt gar nicht, für was es ist, aber EPS sind auch Grafik-Files und dann muss ich nicht den Umweg machen, sondern ich kann hier wirklich solche Files importieren und da werde ich euch garantiert auch Beispiele dazu zeigen, warum das super praktisch ist und für mich auch super wichtig. Und dann auch der Export als SVG. Ich hatte euch gesagt, ihr könnt das Silhouette Studio auch mit anderen Plottern verwenden. Und dazu braucht ihr genau diese Funktionalität, die halt einfach nur mit der Business Edition zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt hier euer Design im Silhouette Studio erstellen mit der Business Edition, das dann als SVG exportieren und zum Beispiel in den Cricut Design Space wieder als SVG importieren und so habt ihr wunderbar die ganzen Ebenen und alles, ist alles da und könnt so quasi auch mit zum Beispiel dem Maker weiterarbeiten. Dasselbe auch mit dem Border Plotter. Auch da könnt ihr SVG-Files importieren. Deshalb ist es für mich so wichtig. Das heißt, ich kann mit einer Software-Kasse arbeiten und dann die Sachen auch in andere Plotter-Programme hochladen. Das sind die zwei, die für mich am wichtigsten sind. Und dann habe ich hier auch noch zwei Sachen, die mir auch noch aufgefallen sind. Und zwar ist es das Handwritten Font Creator und Digital Font Creator. Hier bekommt ihr Tabellen, wo ihr eure eigenen Schriften erstellen könnt. Das ist eine ganz coole Sache. Das heißt, es wird ein Blatt ausgedruckt, wenn ihr hier das Handwritten macht, wo dann von A bis das ganze Alphabet plus die Ziffern drauf sind, die ihr dann von Hand ausfüllen könnt mit eurer eigenen Schrift. Dann könnt ihr das Ganze wieder hochladen und eure Schrift ist dann genau gleich wie jeder andere Font. Wenn ihr zum Beispiel Futura oder Arial auswählt in den Fonts oder Schriftarten, ist eure
eigene handgeschriebene Schriftart da auch verfügbar und da könnt ihr wunderbar dann einfach mit der Tastatur Sachen eintippen und es wird in eurer Handschrift angezeigt. Das finde ich eine extrem coole Sache, gerade auch wenn das Thema Handlettering was euch gefällt. Das ist natürlich super cool. So, das sind so die Sachen, die mir ins Auge gestochen sind von den unterschiedlichen Editions. Aber guckt euch das wirklich für euch an, was ihr denkt, was für euch Sinn macht. Und eben, wenn Englisch okay für euch ist, dann könnt ihr euch hier auch die einzelnen Videos angucken. So, und jetzt kommt die Gretchenfrage, wie bekomme ich denn dieses Upgrade? Da geht ihr auf silhouetteamerika.com auf Software. Und hier oben Software. Ihr müsst angemeldet sein, wenn ihr das macht, dass ihr hier oben euch angemeldet habt. Dann auf Get Software, dann hier Silhouette Studio. Und dann habt ihr eine Lasche, die heißt Purchase Upgrade. Und das, was ich gesagt habe von den Abstufungen, dass ihr auch schrittweise hochgehen könnt, so wie ich das verstanden habe, bei mir, ihr seht, das ist jetzt überall Basic to Designer Edition, Basic to Designer Edition Plus, Basic to Business Edition. Und ich gehe davon aus, dass der das weiß aufgrund meiner Anmeldung. Das heißt, er weiß, ich habe bis jetzt nur die Basisversion. Wenn ich jetzt auf der Designer Edition wäre, dann würde er mir sehr wahrscheinlich fragen, Designer Edition to Designer Edition Plus oder Designer Edition to Business Edition. Und dann wären dann natürlich auch die Preise anders. Ich gehe hier, wie gesagt, auf Basic to Business Edition und dann muss ich die Payment-Informationen eingeben, die ganzen Kreditkarteninformationen und dann sagt er euch, wenn das erfolgreich war. Und wenn ihr das alles eingegeben habt, dann könnt ihr hier auf Purchase gehen und dann sagt ihr euch auch, successfully purchased, das wurde belastet. Dann im Silhouette Studio geht ihr auf Hilfe und dann hier auf Apply Upgrade Edition. Wir müssen uns anmelden. Und wenn ihr euch da angemeldet habt, dann sagt er eigentlich schon, now you have access to the Business Edition. So einfach geht das. Ihr könnt das auch nochmal überprüfen über Silhouette Studio. Jetzt steht hier nicht mehr Basis Edition, sondern die Business Edition. Und ihr seht schon, dass ich auch hier so bestimmte Erweiterungen habe. Jetzt wollte ich euch gleich auch noch ein paar Beispiele zeigen, von was ich geredet habe, als ich gesagt habe, ich habe hier mehr Funktionalitäten. Zum Beispiel hier, das sind die Standardformen, die ihr habt. Und ich habe jetzt hier noch ganz viele mehr. Zum Beispiel den Stern. Und hier kann ich sagen, wie viele Zacken der haben soll. Oder, was nehmen wir? Hier so eine Blumenform. Und auch da könnt ihr sagen, wie viele von diesen Lamellen und wie das Ganze aussehen soll. Und das, was ich von wegen Ebenen gesagt habe, das sieht jetzt noch nichts, sind ein bisschen mehr als Platz haben. Hier habe ich noch mehr Optionen und hier ist dieses Ebenenfenster. Und ihr seht, ich kann jetzt hier, das ist meine Ebene, da kann ich dem sagen Blume. Hier dem sage ich Stern. Ich kann eine Ebene hinzufügen, ich kann Ebenen verschieben von der Reihenfolge in die Gruppe reinmachen. Ich kann sie ausmachen, einmachen. Ich kann sie sperren, nicht sperren. Also das, was man sich gewohnt ist, halt einfach mit diesen Ebenen zu arbeiten, was ich extrem gerne mag, das habe ich jetzt zur Verfügung. Dann gucken wir uns auch gleich noch die Glyphen an. Ich habe hier mein Wort und jetzt kann ich hier im Textstil drinne habe ich, vorhin war dieses Fenster und dieses Fenster, neu habe ich hier dieses G für Glyphen. Jetzt wähle ich da natürlich eine andere Schrift aus, die auch ein bisschen mehr Sinn macht. So, dann haben wir hier Hello Austin und jetzt seht ihr hier dieses Fenster.
wo ich die ganzen Glyphen drin habe. Das heißt, wenn ich jetzt beim R zum Beispiel sage, na, ich will da keinen solchen R, sondern ich will einen, der mit einer Glyphe anfängt. So, ne? Und dasselbe hier auch für den G. Da will ich einen, der ein bisschen speziell aufhört. Wunderbar. Dann haben wir hier das Wort. Und natürlich muss ich bei solchen Sachen dann auch noch das Ganze verschweißen, damit die Linien zusammen sind. Aber ihr seht, so einfach kann ich mit diesem Tool die Glyphen einfügen. Die Eyedropper-Funktion, ne, wenn ihr jetzt anguckt, ich habe die Blume hier so ein bisschen sehr fancy angepasst und der Stern ist immer noch so wie vorhin. Das heißt, ich kann jetzt den Stern anklicken, hier den Eyedropper nehmen, da drüben draufklicken und dann ist das genau gleich wie das hier. Und das kann ich nicht nur mit einem, sondern das kann ich auch mit mehreren Elementen machen. Wenn ich mehrere hätte, dann kann ich einfach alle markieren und dann den Eyedropper auf dieses Element legen. Auch eine ganz coole Sache. Das sind nur einige der neuen Funktionen, die ich jetzt habe. Und das andere, was ich euch auch noch zeigen wollte, weil ich da durchaus auch Fragen bekommen hatte damals. Ich hatte euch mal gezeigt, dass wenn ich Sachen nicht selber zeichne und ich irgendwas brauche für den privaten Gebrauch, dann nutze ich schon gerne auch die Bilder von freepik.com. Da war es aber immer so, dass ich das halt einfach mit dem Adobe Illustrator bearbeiten musste, weil das sind eben Encapsulated Postscripts. So, wer aufmerksam zugeguckt hat, hat gesehen, als ich die Lizenzübersicht gezeigt habe, hieß es da, ich kann Bilder einfügen, die ein EPS-Format haben. Und genau das ist es. Das heißt, wenn ich hier eine Datei herunterlade, und ihr seht hier auch, das ist EPS-Format, und ich habe hier natürlich Lizenzen, deshalb kann ich da dann auch massenhaft solche Bilder runterladen und die dann ins Silhouette Studio reinhole. Das Ganze geht natürlich in eure Downloads und das ist ein ZIP-Folder, das heißt, ihr müsst das zuerst anzippen und dann könnt ihr hier ganz einfach auf das Öffnen gehen und dann habt ihr die Datei und wenn ihr dann jeweils rechte Maustaste geht und die Gruppierung aufhebt, dann seht ihr jetzt hier in meinen Ebenen, dass ich hier ganz viele einzelne Elemente habe. Dann habe ich wunderbar hier meine Datei. So, ich habe hier kurz 2 Ebenen gemacht, dann kann ich das hier ausblenden. Und dann habe ich genau diesen einen Pumpkin, mit dem ich quasi arbeiten kann. Ne? Gruppierung aufheben und dann seht ihr hier auch aus wie vielen einzelnen Elementen das Ding besteht, aber eben ich kann das quasi jetzt alles so bearbeiten, wie ich das dann schlussendlich gerne haben möchte. Ihr könnt auch wunderbar mit solchen Sachen dann Print and Cut machen, ne? Wenn ich den kleiner mache. Und dann sage ich hier Passmarkierung ein, dann sage ich hier Seite füllen und dann könnte ich hier so Sticker zum Beispiel damit machen. Also, ne, das Problem von wegen, dass ihr Adobe Illustrator braucht, für die Freepik-Bilder zu bearbeiten, besteht nicht mehr. Ihr könnt die, wenn ihr die Business Edition habt vom Silhouette Studio, durchaus importieren und dann damit arbeiten. Problem gelöst. So, ich hoffe, das hat euch eine gute Übersicht gegeben,
was die unterschiedlichen Editions sind, was sie beinhalten. Auch der Grund, warum ich die Business Edition gelöst habe. Und in Zukunft, wenn ich jetzt euch Sachen zeige, werde ich natürlich alle Funktionalitäten berücksichtigen. Das heißt, wenn ihr nur die Basisversion habt, ich euch aber etwas zeige, wo ich Elemente aus der Business-Version zeige, dann könnt ihr euch selber entscheiden, wie ihr das dann handhaben wollt, ob ihr irgendwann auch sagt, naja, da gehe ich auch hoch, weil ich will das auch machen können, oder ihr sagt euch einfach, nee, die Basisversion oder irgendeine Zwischenversion reicht mir völlig. Das überlasse ich komplett euch. Ich sage es einfach, damit ihr wisst, es kann sein, dass in Zukunft ich euch Funktionalitäten zeige aufgrund der Business Edition, die ihr dann nicht habt, wenn ihr eine tiefere Edition habt. So, das war's jetzt aber auch schon für heute. Ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald! Some luck in the book. I don't give a oh, so